Antje, ich bin 38 Jahre alt, ich wohne in Karlsruhe, habe 2 Kinder und habe ein Urban Arrow Cargo Bike. Das Cargo Bike haben wir seit 3 Jahren und es ist die beste Kaufentscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich denke jedes Mal wieder, wenn ich an der Kita bin, da gibt es nur einen Parkplatz, wie toll es ist, dass ich einfach mit dem Fahrrad vor die Tür fahren kann, ohne lange warten oder suchen zu müssen. Den Kindern macht es total viel Spaß. Morgens auf dem Weg zur Kita kommen wir am Zoo vorbei und sehen die Elefanten draußen. Und man nimmt einfach die Welt um einen rum irgendwie ganz anders wahr. Und natürlich ist es einfach toll, weil man schnell von A nach B kommt. Und irgendwie hat man auch ein besseres Gefühl und ein besseres Gewissen, wenn man mit dem Fahrrad fährt, als mit dem Auto. Ich wusste am Anfang gar nicht, ob ich eins haben möchte mit 2 Rädern oder mit 3 Rädern, und deswegen war es mir auch ganz wichtig, eben die Räder mal Probe zu fahren. Und mir war nach dem Probefahren relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall ein Rad sein muss mit 2 Rädern, weil ich mit den anderen nicht wirklich klargekommen bin. Und ausschlaggebend dann, dass wir uns für das Urban Arrow entschieden haben, war tatsächlich der Händler, der uns da hier in Karlsruhe wirklich richtig gut beraten hat, uns auch die Möglichkeit gegeben hat, das Fahrrad mal einen halben Tag zu testen. Das heißt, ich bin dann vom Radladen einfach mal so diese ganzen Strecken, die ich halt habe hier in der Stadt, einfach abgefahren. Ich bin zu uns nach Hause gefahren und bin dann von dort zur Kita und wieder zurück und habe dann einfach gemerkt, okay, das ist das richtige Rad. Ein ganz großes Glück war es für uns, dass die Lastenräder zu der Zeit, als wir uns für eins entschieden hatten, gerade wieder gefördert wurden, und deswegen haben wir das natürlich total gerne in Anspruch genommen und sind total happy, dass es solche Programme gibt. Als es dann da war, haben wir uns alle total gefreut. Unser Sohn hat sich total gerne von Anfang an reingesetzt und chauffieren lassen. Wir fanden es auch lustig, weil vor 3 Jahren, als wir das Cargo Bike dann hatten, gab es in Karlsruhe noch nicht so viele. Das heißt, dass viele Leute uns dann auch ganz interessant hinterher geguckt haben, oder es haben uns auch viele Leute angesprochen, und das war schon irgendwie immer auch so ein bisschen ein besonderer Moment. Es gab auch manche Eltern, die dann sagten, ach Mist, hätte ich doch bloß gewusst, dass es sowas gibt, dann hätte ich mir keinen Anhänger gekauft, weil sie es halt auch einfach besser finden, weil man mit den Kindern viel besser reden kann, man hört sie, glaube ich, besser. Es gibt eine Familie tatsächlich, von der weiß ich, nachdem die unser Rad gesehen haben, und als es dann die nächste Förderung gab von der Stadt, haben die sich auch ein Lastenfahrrad geholt. Als dann unser zweites Kind auf die Welt gekommen ist, hatten wir es auch von Anfang an, also nachdem er dann halt gut sitzen konnte, mit dem Maxi Cosi dabei, und der kennt auch nichts anderes und findet es, glaube ich, auch schön, sich einfach durch die Stadt fahren zu lassen und da immer mit dabei sein zu können und alles gut zu sehen. Wenn ich jetzt auf ein anderes Fahrrad umsteige, also ein normales, kein Lastenfahrrad, dann habe ich eher Probleme und muss mich wieder umgewöhnen. Ich bin total gewöhnt, mit dem Fahrrad zu fahren. Es ging auch sehr schnell. Klar, am Anfang ist es natürlich eine Umstellung, weil es ja viel länger ist und man sieht auch den Reifen beim Fahren nicht. Und irgendwie wollte ich immer gucken, wo lenke ich denn eigentlich gerade hin. Das war ganz komisch, aber das ging ratzfatz, dass ich mich daran gewöhnt hatte, und jetzt an sich ist es einfach nur gut. Seitdem wir das Lastenfahrrad haben, sind wir 5.345 Kilometer gefahren. Das Lastenrad ist auf jeden Fall immer die erste Wahl, wenn es darum geht, irgendwie in der Stadt oder sonst irgendwo von A nach B zu kommen. Egal, ob ich einkaufen gehe, ob ich die Kinder in die Kita bringe, ob ich zur Arbeit gehe, ob ich vielleicht eine Lieferung verteile hier in Karlsruhe. Ich habe immer das Fahrrad dabei. Ja, was die Reichweite von dem Urban Arrow angeht, bin ich immer wieder total überrascht. Wenn ich den Akku frisch geladen habe, dann komme ich mit dem mindestens 70 Kilometer weit. Obwohl ich so viel damit fahre, bin ich relativ selten eigentlich am Laden. Es fällt mir gar nicht wirklich auf, dass ich mal irgendwann laden muss. Und klar, es passiert ab und zu mal dann schon, dass man vielleicht auf den letzten Metern vom Heimweg von der Kita keine Akkuleistung mehr hat und man selber treten muss, aber das ist alles halb so wild. Also im Herbst, gerade wenn es regnet, ist es manchmal schon auch ein bisschen nervig, weil natürlich, wenn man die Kinder reinsetzt oder rausholt, es dann schon sein kann, dass irgendwie alles nass wird. Aber bei einem Auto ist es ja genauso, von daher kann man da irgendwie drüber stehen. Freunde von uns, die haben auch ein Lastenrad, die haben genau dasselbe. Die haben uns so eine Matte zugeschnitten unten für die Wanne, damit es nicht im Winter so arg reinzieht. Die werden wir jetzt dann demnächst wieder rausholen und dann reinlegen für die Jungs. Und wenn es ganz kalt ist, dann legen wir mal auch ein Fell rein oder nehmen halt eine Decke mit. Aber wenn wir das Verdeck drauf haben, dann ist es eigentlich schon so dicht, dass sie da nicht wirklich drin frieren oder so. Was wir ein bisschen vermissen bei uns im Urban Arrow, das ist ein Sonnendeck. Wir haben eben dieses Verdeck, das ist aber eigentlich eher gegen Regen und Schnee und Wind gedacht. Das mache ich im Sommer weg. Das wäre viel zu heiß darunter, selbst wenn man das so ein bisschen aufmachen kann, dass da noch ein bisschen Luft reinkommt. Wir warten händeringend drauf, dass Urban Arrow endlich das Sonnenverdeck rausbringt.
Ich habe erst nach relativ langer Zeit mir die Box hinten drauf machen lassen, wo ich jetzt halt immer meinen Fahrradhelm drin habe und vielleicht auch mal eine Kleinigkeit, die ich eingekauft habe, die irgendwie geschützt sein soll oder so. Das kann ich jedem empfehlen. Freunde von uns, die haben sogar an der Seite von dem Urban Arrow sich so einen Korb dran gemacht und eine Halterung, wo sie den Buggy noch dran machen können für die Kinder. Das heißt, wenn die irgendwo unterwegs sind und das Fahrrad kann vielleicht nicht immer und überall mitgenommen werden, dann haben sie da halt noch die Möglichkeit, den Buggy mitzunehmen und dann schwenken sie einfach um, stellen das Fahrrad hin und fahren mit dem Buggy weiter. Ja, wir sind auch immer mal wieder gefragt worden, dann gerade im Sommer, ob man da auch Wasser reinfüllen kann, damit man sich abkühlen kann im Sommer. Dass man quasi einen mobilen Swimmingpool mit dabei hat. Das wäre mir zu viel Aufwand. Höchstens ein Fußbad könnte ich mir vorstellen, könnten Sie mal kriegen, eine Fußwanne mit Wasser drin. Das Urban Arrow zu kaufen war die beste Entscheidung ever. Und ich freue mich jeden Tag wieder, dass ich es habe. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, Lastenrad zu fahren, schau doch mal bei uns auf cargobike.org vorbei. Hier findest du Lastenräder, die du leihen oder mieten kannst. Auch wenn du ein Lastenrad kaufen möchtest, kannst du so verschiedene Modelle zuvor Probe fahren. Gib einfach ein, wo du wohnst, und schon findest du Lastenräder verschiedener Anbieter in deiner Nähe. Dann nur noch buchen und die Fahrt genießen. Viel Spaß und gute Fahrt!